Als Buru eine gewisse Zeit lang an der Macht war, wollte er sich die Macht gewissermaßen zum zweiten Male aneignen. Er wünschte, was er ohne Zweifel schon besaß, noch einmal als Geschenk zu erhalten und sich von den Überwältigten wählen zu lassen. Dieser Wunsch war alles andere als sinnlos. Er baute darauf, dass er, erst einmal gewählt, einmütig gewählt, im Auslande wie im Inlande einen gewissen demokratischen Anstrich gewinnen würde. Man wählt nicht, den man liebt, begründete er im Kreise seiner Mitarbeiter diese Volkswahl, sondern man liebt, den man gewählt hat. Einige aus seiner Kamarilla waren nicht einverstanden. Die Hintergründe dieser Wahl gaben sie zu bedenken und ihre Druckmittel werden niemals vergessen werden. Noch im spätesten Alter wird jeder Wähler wissen, unter welchem Druck er dich gewählt hat. Buru war nicht im geringsten irritiert. Das Wie und Warum, sagte er, ist unsichtbar. Der Effekt der Wahl aber wird sichtbar sein. Erinnerbar aber ist nur das Sichtbare. Dass es aber sehr sichtbar werde, dafür lasst mich sorgen. In der Technik der Verführung war Burus Autorität unangezweifelt, und auch wir haben ihn voller Abscheu zu bewundern. Und zwischen was sollen Sie wählen? Fragten sie. Zwischen kommt überhaupt nicht in Frage. Aber die Wahl muss doch ein Oder haben. Muss? Fragte Buru. Kennt Buru ein Muss? Sie schwiegen beschämt. Da erklärte er, das Oder wird ersetzt durch das Und, denn Und ist das stärkste Wort. Und die Synthese ist der verlässlichste Bundesgenosse des Terrors. Am nächsten Tage erschienen die Anschläge für die Wahlen an allen Brandmauern und Zäunen der Stadt. Auf allen war am größten und fettesten gedruckt das Und. 4 Plakate aber waren vorherrschend. Für Buru und für den Frieden. Für Buru und für Molussien. Für Buru und für den Paria. Für Buru und für die Freiheit. So hatte Buru die Alternative hineingenommen in das Wahlobjekt selbst. Wer gegen Buru optierte, stimmte zugleich gegen den Frieden. Wer gegen Buru sich aussprach, sprach gegen die Freiheit. Wer gegen Buru stimmte, stimmte gegen Molussien. Wer gegen Buru stimmte, stimmte gegen den Paria. Wer aber für Paria, für Molussien, für Freiheit und für Frieden optierte, schloss in seine Wahl, ob er wollte oder nicht, Buru zugleich ein. Dass die Zahl der Stimmen, die Buru so erhielt, annähernd die Zahl der wahlberechtigten Molussier erreichte, war kein Wunder.